Check nochmal meine Mails. Vielleicht hat Nico sich inzwischen ja doch noch gemeldet. Elisabeth, du darfst dir keine Vorwürfe machen, hörst du? Du kannst nichts dafür. Nichts. Bestimmt ruft er bald an. Ja, sicher. Alles wird gut. Entschuldige. Marina, hallo. Im Moment ist es ziemlich ungünstig. Ich ruf dich. Telefoniere ruhig. Wie geht's dir? Ich fliege nach Glasgow. Von da aus wird die Suche koordiniert. Lass mich das übernehmen. Du hast genug um die Ohren. Du kümmerst dich lieber weiter um die Firma. Das ist auch im Vaters Sinn. Hier auf dem Schloss gibt es auch genug zu regeln. Gut, in Ordnung. Carla? Ja. Bitte versprich mir, dass du deinen Vater wieder mit zurück nach Hause bringst. Das tue ich. Wo bleibt Ansgar denn? Ich glaube, der braucht einen Augenblick für sich. Er hat ja so seine ganz eigene Art, mit Hiobsbotschaften umzugehen. So. Hier ungefähr ist es passiert. Mitten im Atlantik? Bis zur nächsten Insel ist es total weit. Einheimische Fischerboote haben Schwimmwesten und treibende Gegenstände aus dem Innern einer Flugzeugkabine gefunden. Heißt es, die Maschine ist beim Absturz zerbrochen, oder? Nein, nicht unbedingt. Auch bei einer geglückten Notlandung können die Sachen irgendwie ins Wasser gelangt sein. Das Wrack ist jedenfalls gesunken. Sie haben Personal den Flugschreiber sicherstellen können. Ja, vielleicht konnten die Besatzungsmitglieder und Johannes sich ja mit den Rettungswesten retten. Ich weiß es nicht. Wo sind sie denn dann? Die Suche hat doch gerade erst richtig begonnen. Carla fliegt heute noch nach Glasgow. Und was soll das bringen? Herrgott, wir müssen jede Chance nutzen. Wenn sie noch so klein ist. Das hat alles keinen Sinn. Wie gesagt, bereiten Sie alles für meine Abreise vor. Gräfin Lahnstein, Sie haben Besuch. Susanne, Lisa wollte zu Konstantin. der wird sich freuen. Er ist gerade in die Küche. Okay. Wir haben von Sarah erfahren, was passiert ist. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, Nein, im Moment nicht. gibt's noch Hoffnung? Ich fliege jetzt gleich nach Glasgow, um das rauszufinden. Vor Ort erfahre ich sicherlich mehr. Soll ich dir so lange Sophia abnehmen? Nein, ich will die Kleine dabei haben. Ich werde ein Kindermädchen mitnehmen. Wie geht's Elisabeth? Nach außen hält sie sich bewundernswert. Oh, Susanne. Hallo. Ich muss los. Mach's gut. Ja, natürlich. Ich wünsche dir Glück. Johannes hat es bestimmt geschafft. Ganz sicher. Ja. Was ist mit meinem Mann? Was haben Sie gesagt? Die Blackbox wurde ausgewertet. Und? Ein Triebwerk hat wohl Feuer gefangen. Sie sind nicht auf dem Wassernot gelandet? Man hat das ganze Gebiet abgesucht mit Schiffen und Hubschraubern. Und jetzt? Man hält es nicht mehr für sinnvoll, nach Überlebenden zu suchen. Nein. Nein. Nein, das geht nicht. Ich rufe jetzt gleich Carla in Glasgow an. Man soll weitersuchen, bis man Johannes gefunden hat.
Carla, bitte, du darfst noch nicht abreißen. Was? Elisabeth, ich verstehe dich kaum. Hier ist Windstärke 7. Die müssen... Hör mal, die müssen den Suchtrupp noch mal losschicken. Elisabeth, das ist unmöglich. Du kannst dir nicht vorstellen, was hier für ein Wetter Aber ist. die können doch Johannes nicht einfach so aufgeben. Die müssen weitersuchen. Carla? Carla! Sie haben den Piloten im Meer gefunden. Ja, dann werden sie Johannes auch bald finden. Elisabeth, der Pilot, der war nicht mehr am Leben. Aber Johannes lebt. Hannes war auch verschwunden und ist dann wieder aufgetaucht, obwohl niemand mehr damit gerechnet hat. Elisabeth, das kannst du nicht miteinander vergleichen. Carla, bitte, du musst dafür sorgen, dass die Suche weitergeht. Bitte! Sobald es irgendwelche Neuigkeiten gibt, lasse ich Sie wissen. Graf Landstein? Also da. Oh, willkommen. Herr Graf, Von Berneck? der Notar. Konnten Sie ihn schon davon überzeugen, das Testament zu Ihren Gunsten ändern zu lassen? Sagen wir mal so, bisher fehlen mir die schlagenden Argumente. Ach, sagen Sie, was passiert eigentlich, wenn man in Thailand mit Drogen erwischt wird? Marihuana zum Beispiel? Ab 20 Gramm lebenslänglich oder gleich die Todesstrafe. Das liegt im Ermessen des Richters. Tja, da dachte ich immer, die Buddhisten wären so besonders tolerante Menschen. Bei Drogen kann es auch im Buddhismus sehr schnell damit vorbei sein. Na, wer sagt's denn? Hat doch auch diese Religion tatsächlich ihr Gutes. Tja, Vater, dein letzter Wille ist nicht mein letzter Wille. Sie können mein Essen abräumen. Ich habe keinen Hunger. Sag mal, wie lange will Carla eigentlich noch die Bergungsarbeiten vor Ort verfolgen? Elisabeth möchte, dass sie noch eine Weile bleibt. Sie hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Sie befürchtet, die Behörden könnten die Suche sonst frühzeitig einstellen. Ja, da hat sie ausnahmsweise recht. Obwohl es schon an ein Wunder grenzen würde, wenn man ihn noch findet. Naja, aber dass Hannes noch auftaucht, hätte ja auch niemand für möglich gehalten. Ja, ich muss dann los. Noch einen Termin, den ich nicht verschieben kann. Ach, bitte, wenn sich irgendwas Neues tut, dann gebt mir Bescheid. Ihr könnt mich jederzeit über Handy erreichen. Das heißt, es wird immer noch nach Johannes gesucht? Ja. Auch wenn ihr niemand mehr dran glaubt, ihn noch leben zu bergen. Carla, du hast getan, was du konntest. Aber das war leider nicht sehr viel. Trotzdem, es war gut, dass einer von uns vor Ort war. Wann kommst du denn wieder zurück? So wie es aussieht, in 1 bis 2 Tagen. Gut, dann melde dich auf jeden Fall noch mal, okay? Mach ich. Ich möchte euch allen mein tief empfundenes Beileid ausdrücken. Und du versprichst mir, dass du mich anrufst, wenn du Hilfe brauchst. Ja, danke, Charlie. Das werde ich tun. Ja, ich wollte das nicht wahrhaben, dass Johannes tot ist. Ich konnte das nicht. Aber jetzt müssen wir versuchen, diese schreckliche Wahrheit zu akzeptieren. Warum hackst du weiter auf Nathalie rum? Tanja hat euch doch alle reingelegt. Wenn ich jemandem mein Kind anvertraue, dann erwarte ich, dass er nicht auf Tanjas Handlanger reinfällt. Was wollen Sie denn hier?
Entschuldigung und herzliches Beileid. Ich habe es in der Zeitung gelesen. Schön, sonst noch was? Ist Carla vielleicht zu sprechen? Ich wüsste gern, wie sie geht. Carla wohnt nicht hier, vielleicht klappern sie einfach die Lesbenclubs ab. Ich richte ihr Grüße aus, wenn ich sie sehe. Danke. Wie sollen wir es Elisabeth nur beibringen? Sie wird das schon verstehen. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Aber sie schlägt sich doch ganz gut. Schon wie sie die Trauerfeier organisiert. Sie reißt sich zusammen, das ist alles. Ich würde ihr so gerne helfen. Wir müssen es ihr sagen. Allzu lange würde ich wirklich nicht mehr warten. Es ist gut, dass du wieder da bist. Es war schrecklich. Wo hast du denn Sophia gelassen? Sie ist zu Hause. Lars kümmert sich um sie. Ja, dann erzähl doch mal. Wie ist es denn in Glasgow gelaufen? Es war ziemlich anstrengend. Die waren natürlich nicht sehr begeistert, dass ich mich immer wieder eingemischt und Druck gemacht habe. Und dann der Sturm, der die Bergungsarbeiten behindert hat. Und die Behördengänge. Es gab Schwierigkeiten mit dem Totenschein, weil Vaters Leiche nicht gefunden wurde, aber ich habe ihn jetzt. Wenn du willst, dann schicke ich ihn gleich weiter an den Notar wegen der Testamentseröffnung. Ist Vater jetzt also offiziell für tot erklärt? Entschuldigt bitte, ich bin furchtbar müde. Siehst du, genau das habe ich gemeint. Was gemeint? Eigentlich wollten wir damit noch warten, aber Jana und ich, wir gehen nach Chicago. Ein Studienfreund hat mir ein Angebot gemacht, das ich unmöglich ausschlagen kann. Und wann? 3 Wochen. Pardon, Gräfin, Besuch für Sie. Danke, Justus, ich komme gleich. Leonard, wir brauchen dich hier. Ich weiß, der Zeitpunkt ist denkbar ungünstig, aber ich muss mich sofort entscheiden. Aber kannst du das nicht verschieben? Carla, wenn ich eins aus Vaters Tod gelernt habe, dann, dass man seine Möglichkeiten nutzen muss. Du siehst doch selbst, es kann jeden Tag vorbei sein. Und außerdem muss ich an meine Zukunft mit Jana denken. Wohl eher an deine Vergangenheit mit Sarah. Marina, Mein aufrichtiges Beileid. Kann ich irgendwas für dich tun? ich rufe dich an. Ich wünsche dir ganz viel Kraft.